Februar 1958. Auf den Halden der Ruhrzechen lag mehr Kohle, als jemand kaufen wollte. Die Bundesrepublik befand sich mitten im Wirtschaftswunder. Bauboom, steigende Löhne, volle Auftragsbücher. Ausgerechnet die Branche, die dieses Wunder mit Energie versorgt hatte, geriet in diesem Monat ins Straucheln. 16.000 Ruhrbergleute fuhren die ersten Feierschichten. Bezahlte Arbeit, die es plötzlich nicht mehr für alle gab. Bis September desselben Jahres waren es bundesweit 1,3 Millionen unbezahlte Schichten. Im selben Monat, September 1958, wurde in Hattingen die erste Zeche endgültig stillgelegt. Es war der Anfang von etwas, das später Kohlekrise genannt wurde. Und das bis 1964 mehr als 27 Zechen und 53.000 Arbeitsplätze kosten sollte. Zeitzeugen, die in genau diesen Jahren ihre Lehre abschlossen, beschreiben übereinstimmend denselben Bruch. Richard Ihnen, der im April 1958 ausgelernt hatte, formulierte es so: Im Mai 59 sei bereits alles vorbei gewesen. Und die Frage, die blieb, war: Was jetzt? Einer der Männer, die diesen Bruch am eigenen Leib erlebten, war ein junger Bergmann aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Wilhelm Kortmann. Im Frühjahr 1958 hatte er gerade seine Lehre beendet, mit 22 Jahren, mit einer Anstellung, die als sicher gegolten hatte, mit einem Beruf, für den in ganz Westdeutschland geworben worden war. Was er in den folgenden Monaten erlebte, teilte er mit Zehntausenden anderen. Was daraus wurde für ihn persönlich, blieb ihm allein überlassen. Was macht ein Mann mit 22, wenn der Beruf, den man ihm als Lebensaufgabe verkauft hatte, in seinem ersten Berufsjahr bereits zu wanken beginnt? 1966. Wilhelm Kortmann wohnte seit 5 Jahren in Essen-Katernberg, 3. Etage, Küche und Wohnzimmer, ein Zimmer für die Kinder. Er arbeitete nicht mehr unter Tage. Er arbeitete auch nicht mehr auf der Zeche, auf der er ausgelernt hatte. Er arbeitete bei einem Zulieferbetrieb, der Fördergurte reparierte. Für Zechen, auf denen andere Männer noch fuhren. Seine Arbeitskleidung roch nicht mehr nach Kohle. Sie roch nach Gummi und Maschinenöl. Das war 8 Jahre, nachdem die ersten Feierschichten begonnen hatten. An der Wand über dem Küchentisch hing noch das alte Foto von 1958. Er selbst, 22 Jahre alt, in Grubenkleidung, vor der Fördermaschine. Niemand hatte das Bild abgehängt. Niemand sprach mehr darüber, warum es noch hing. Bevor wir weitergehen, wenn diese Geschichte für dich zählt, überleg dir, den Kanal zu abonnieren. Jedes Video hier stellt dieselbe Frage: Was wurde danach aus ihnen? Nicht das Ereignis, das danach. Ein Berufsstand, der ganze Städte trug, verschwand nicht in einem Tag. Er verschwand über 1,5 Jahrzehnte, in denen Männer wie Wilhelm Kortmann jeden Morgen neu entscheiden mussten, wer sie jetzt waren. Wenn in deiner Familie jemand aus dem Bergbau kam und du dich fragst, wie aus einem Bergmann ein Facharbeiter irgendwo anders wurde, das ist genau die Frage, der dieser Kanal nachgeht. Jetzt zurück zum Danach. In den ersten Monaten nach der ersten Feierschicht hatte sich für Wilhelm Kortmann äußerlich wenig geändert. Er war noch eingefahren. Nur die Lohntüte war dünner gewesen. Und niemand auf der Zeche hatte mehr davon gesprochen, wie sicher der Beruf sei. Was danach kam, geschah nicht in einem Moment, sondern in kleinen Schritten, über Jahre. Und genau diese Schritte lassen sich, den dokumentierten Mustern seiner Berufsgruppe folgend, rekonstruieren. Wer war der Mann auf dem Foto von 1958? Und was genau hatte ihn zu dem Mann gemacht,
der 1966 Fördergurte reparierte. Nicht in einem Moment, sondern über 8 Jahre hinweg. Stück für Stück. Was die Akte eines Mannes wie Wilhelm Kortmann in diesen Jahren typischerweise zeigt, lässt sich aus dokumentierten Berichten dieser Berufsgruppe rekonstruieren. Eine erste Versetzung innerhalb derselben Zeche. Dann, nach weiteren Stilllegungen, eine Versetzung auf eine andere Zeche. Oft mit längerem Arbeitsweg. Zwischen 1958 und 1964 schlossen im Ruhrgebiet über 27 Zechen. 53.000 Arbeitsplätze verschwanden. Wer Glück hatte, wurde nicht entlassen, sondern verlegt. Eine dokumentierte Familie aus Bochum erlebte diesen Weg in aller Konkretheit. Als die Zeche Friedlicher Nachbar, auf der der Vater arbeitete, 1961 endgültig schloss, zog die Familie nach Essen um. Der Vater fand eine neue Stelle als Gedingehauer auf der Zeche Zollverein. Das Kind der Familie, heute erwachsen, erinnert sich an das Jahr vor allem an eines: an den Verlust der Schulfreunde, der Großmutter, der Tante, der Cousine in Bochum, die es plötzlich nur noch selten sah. Das war die dokumentierte Adresse. Die tatsächliche Erfahrung dieses Umzugs, was ein 11-Jähriger verlor, während sein Vater einen Arbeitsplatz behielt, stand in keiner Lohnabrechnung. 1963 erreichte die Krise einen ersten Höhepunkt. 13 weitere Zechen schlossen. Rund 10.000 Bergleute verloren erneut ihre Stelle. Wilhelm Kortmann gehörte den dokumentierten Mustern dieser Gruppe folgend zu denen, die kein zweites Mal auf eine Zeche versetzt wurden, sondern in einen Zulieferbetrieb wechselten. Was blieb ihm von der Zeche, wenn er was den Männern dieser Generation half, war ein Mechanismus, der erst 1968 seine endgültige Form fand. Die Gründung der Ruhrkohle AG, in der die einzelnen Zechen zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammengefasst wurden. Von da an mussten Belegschaften geschlossener Anlagen nicht mehr in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Sie wurden konzernintern auf andere Standorte verteilt. Wer 20 Jahre unter Tage gearbeitet hatte, konnte mit 50 in Rente gehen, zeitweise sogar mit 48. Für Wilhelm Kortmann kam dieser Mechanismus zu spät. Er war 1968 keine 20 Jahre unter Tage gewesen. Er war es 8 Jahre lang gewesen, bevor er in den Zulieferbetrieb wechselte. Die Frühverrentung war für ihn keine Option. Die konzerninterne Versetzung war für ihn keine Option, weil er die Zeche bereits verlassen hatte, bevor der Konzern existierte, der ihn hätte auffangen können. Bevor du verstehen kannst, warum das für einen Mann wie Wilhelm Kortmann einen Unterschied machte, musst du verstehen, was der Beruf des Bergmanns im Ruhrgebiet der 50er Jahre bedeutete. Er war keine Beschäftigung unter vielen. Er war, wie es die damaligen Anwerbefilme zeigten, ein Statusaufstieg. Geregeltes Einkommen, eigene Wohnung, schon nach der Lehre, umfassende Sozialleistungen, eine Uniform mit Tradition, ein Berufsstand mit eigenen Liedern und eigenen Beerdigungsritualen. Wer diesen Beruf verließ, bevor er alt genug war, um in Ehren daraus zu scheiden, verließ nicht nur eine Arbeitsstelle. Er verließ eine Zugehörigkeit, für die es außerhalb der Zeche kein Äquivalent gab. Zurück zu Wilhelm Kortmann. Was bedeutete es, diese Zugehörigkeit ohne den Abschluss zu verlassen, den 20 Dienstjahre und eine ehrenvolle Rente gegeben hätten? Was am Sonntagstisch der Familie Kortmann nicht gesagt wurde, lässt sich nicht aus einer Akte rekonstruieren. Es lässt sich nur aus dem dokumentierten Muster ableiten, das Berichte über Bergarbeiterfamilien dieser Übergangszeit übereinstimmend zeigen. Das Wort Bergmann
verschwand nicht abrupt aus dem Sprachgebrauch der Familie. Es verschwand langsam, über Jahre, aus den Sätzen, mit denen der Vater sich selbst beschrieb. Am Anfang sagte er noch: „Ich war Bergmann." Später sagte er: „Ich habe früher unter Tage gearbeitet." Am Ende sagte er nur noch, was er jetzt tat: den Namen der Firma, die Fördergurte herstellte. Zeitzeugenberichte aus dieser Gruppe beschreiben für diese Periode übereinstimmend eine solche schrittweise Umformulierung der eigenen Berufsidentität nicht als bewusste Entscheidung, sondern als etwas, das sich über die Jahre von selbst vollzog, während der Alltag keinen Anlass mehr bot, die alte Bezeichnung zu benutzen. Das war die dokumentierte sprachliche Verschiebung. Was sie über den Mann selbst aussagte, der diese Verschiebung durchlebte, ohne sie zu kommentieren, blieb außerhalb dessen, was irgendjemand aufschrieb, bis auf eine Ausnahme. Wenn samstags ehemalige Kollegen zu Besuch kamen, änderte sich für ein paar Stunden etwas im Tonfall des Hauses. Da wurde wieder Bergmann gesagt. Da lachte man über Dinge, die nur unter Tage lustig gewesen waren. Dann gingen die Kollegen. Und am Montag war es wieder die Firma für Fördergurte. Was bedeutete es für die Kinder, ihren Vater an genau 2 verschiedenen Wochentagen 2 verschiedene Sprachen sprechen zu hören? Eine für die Zeche, die nicht mehr da war, und eine für das Leben, das jetzt da war. Was zwischen Männern wie Wilhelm Kortmann untereinander nicht gefragt wurde, war eine einzige Sache: wie es dem anderen wirklich ging, seit er die Zeche verlassen hatte. Historische Untersuchungen zu Arbeitern dieser Generation belegen ein Kommunikationsmuster, das über Berufsgruppen und Regionen hinweg auffällig ähnlich beschrieben wird. Man sprach über die Arbeit selbst, über Löhne, über Fußball, über die alten Zeiten unter Tage. Man sprach fast nie darüber, was der Verlust dieser alten Zeiten mit einem gemacht hatte. Diese Zurückhaltung war keine Kälte. Zeitzeugenberichte aus dieser Gruppe deuten übereinstimmend darauf hin, dass sie eher aus einer geteilten, unausgesprochenen Übereinkunft entstand. Jeder in dieser Runde wusste ungefähr, wie es dem anderen ging, weil es ihm selbst ähnlich ging. Es musste nicht gesagt werden. Und was nicht gesagt werden musste, wurde in dieser Generation in der Regel auch nicht gesagt. Selbst dann nicht, wenn das Schweigen selbst etwas bedeutete. Wilhelm Kortmanns Frau erlebte diese Zurückhaltung von der anderen Seite. Was Frauen dieser Generation dokumentiert berichten, ist ein wiederkehrendes Muster, dass sie mehr über das Innenleben ihrer Männer wussten als die Männer untereinander, weil die Ehefrau die einzige Person war, mit der zumindest ansatzweise über die Veränderung gesprochen wurde. Nicht in großen Sätzen, sondern in kleinen, beiläufigen Bemerkungen, die am Rand anderer Gespräche fielen. Was aber, wenn selbst diese kleinen Bemerkungen irgendwann aufhörten, nicht weil es nichts mehr zu sagen gab, sondern weil das Sagen selbst zu einer Gewohnheit der Vergangenheit geworden war, so wie der Beruf, über den es ging? Was die Kinder von Männern wie Wilhelm Kortmann aus all dem zusammensetzten, war nicht die vollständige Geschichte. Dokumentierte Berichte von Kindern dieser Generation, veröffentlicht in Zeitzeugenprojekten wie Zeiträume Ruhr, zeigen ein wiederkehrendes Muster. Sie erinnern sich nicht an den Moment der Erklärung, sondern an einzelne, konkrete Details, aus denen sie später selbst die Zusammenhänge rekonstruierten. Eine dokumentierte Erzählerin, die 1961 im Alter von 11 Jahren mit ihrer Familie von Bochum nach Essen zog, weil die Zeche ihres Vaters geschlossen wurde, erinnert sich vor allem an 2 Dinge: an den Verlust der Schulfreunde, der Großmutter, der Tante und der Cousine, die sie plötzlich nur noch selten sah, und an das eigene Zimmer, das sie in der neuen, für ihre Verhältnisse großzügigen Neubauwohnung zum ersten Mal bekam. 2 Verluste und ein Gewinn,
in derselben Erinnerung nebeneinander, ohne dass die Erzählerin sie gegeneinander aufwog. Das ist die dokumentierte Struktur, in der viele Kinder dieser Generation ihre Väter und ihre Familien im Rückblick beschreiben. Nicht als Drama, sondern als eine Verschiebung von Dingen, Menschen, die weniger da waren. Ein Zimmer, das mehr da war. Ein Wort, das seltener fiel. Bevor du verstehen kannst, was diese Art der Erinnerung über eine ganze Generation aussagt, musst du verstehen, was Kindheit im Ruhrgebiet der 60er Jahre bedeutete. Sie war fest eingebettet in ein Netz aus Nachbarschaft, Verwandtschaft und Zechensiedlung, das über Generationen gewachsen war. Ein Wohnungswechsel bedeutete für ein Kind nicht nur einen neuen Schulweg. Er bedeutete den Bruch eines Netzes, das die Eltern selbst kaum als Netz beschreiben konnten, weil es für sie immer selbstverständlich gewesen war. Zurück zu den Kindern der Kortmanns. Was trugen sie von diesem Bruch weiter? In ihre eigenen Familien, in ihre eigenen Berufswahlen, in ihr eigenes Verständnis davon, was ein Zuhause eigentlich ist. 1975 war Wilhelm Kortmann 46 Jahre alt. Er arbeitete noch immer im selben Zulieferbetrieb. Er hatte, den dokumentierten Mustern seiner Generation folgend, nie wieder unter Tage gearbeitet und nie wieder das Wort Bergmann für sich selbst benutzt, außer an jenen Samstagen, an denen alte Kollegen zu Besuch kamen. Bis 1975 war die Vollmechanisierung der Ruhrkohlenförderung fast abgeschlossen. In Städten wie Bochum und Wattenscheid gab es bereits keinen Bergbau mehr. Was 1958 als Überproduktionskrise begonnen hatte, war zu einer strukturellen Verschiebung der gesamten Region geworden. Vom Industrierevier zu etwas, das noch keinen Namen hatte. Wenn du eine Verbindung zu dieser Geschichte hast, wenn in deiner Familie jemand war, dessen Beruf verschwand, während er selbst weiterlebte, dann kennst du vielleicht diese besondere Stille am Küchentisch, von der dieses Video erzählt hat. Das danach der wirtschaftlichen Disruption ist eines der am wenigsten dokumentierten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte, weil es sich nicht in einem einzigen Ereignis, sondern in 1000 kleinen Verschiebungen vollzog. Und ein zukünftiges Video wird genau diese Verschiebungen weiterverfolgen. Was aus den Zechensiedlungen selbst wurde, als die letzten Zechen schlossen. Wenn dieser Kanal weiter dokumentieren soll, was aus Menschen wurde, nachdem das passiert war, was passiert war, abonniere ihn. Es gibt mehr danach, mehr Menschen, mehr Jahre, in denen jemand etwas mit sich trug, das nirgendwo aufgeschrieben war. Auch wenn immer niemand in deiner Familie Bergmann war, sagt diese Geschichte etwas Allgemeineres. Darüber, wie ein Beruf, der einmal eine ganze Identität war, langsam zu einer bloßen Tätigkeit werden kann. Und was ein Mensch tut, wenn ihm diese Identität genommen wird, ohne dass ihm eine neue angeboten wird. Und wenn du etwas aus diesem danach kennst, aus deiner Familie oder aus dir selbst, schreib es, wenn du möchtest. Vielleicht kennst du selbst noch das Foto an der Wand, das niemand abgehängt hat. In einem kommenden Video schauen wir genauer auf das, was aus den Zechensiedlungen wurde, als in ihnen niemand mehr zur Schicht ging.